Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute wieder da seid, um mit uns zusammen euer Deutsch zu verbessern. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zu Tag 79 und damit Teil 1 von Alltag Deutsch. Genau. Zur Erinnerung, bis Tag 60 haben wir ja gemeinsam das A2-Niveau abgeschlossen. Und jetzt lernen wir Schritt für Schritt weiter, bis wir bei Tag 200 das B1-Niveau komplett haben. Heute arbeiten wir wieder mit 15 neuen Wörtern. Und die helfen euch dabei, über Gefühle zu sprechen, also sowas wie innere Ruhe und Zufriedenheit im Alltag. Das sind ja Themen, die uns irgendwie alle bewegen und das ist total wertvoll, wenn man dafür die richtigen Worte hat, finde ich. Absolut. Und ein kleiner Hinweis, bevor wir loslegen, zu jeder B1-Lektion gehört ja auch ein extra Fragevideo. Ah, stimmt. Zur Mini-Story, die am Ende kommt. Genau, da könnt ihr dann laut die Fragen beantworten und kriegt nach ein paar Sekunden auch direkt die richtige Lösung. Das ist super, um das aktive Zuhören zu trainieren. Und auch das spontane Sprechen. Was wir euch auch heute wieder empfehlen, ist die Shadowing-Methode. Das sagen wir ja öfter, aber es hilft wirklich. Ja, total. Also einfach den Satz anhören, kurz stoppen, laut nachsprechen und dann weitermachen. Das trainiert die Aussprache und das Sprachgefühl ungemein. So, aber jetzt zum Thema. Unser Thema heute ist Glück und Zufriedenheit. Eine sehr positive Folge also. Es geht um Wörter, die ihr braucht, um positive Gefühle, innere Balance und diese kleinen Glücksmomente zu beschreiben. Und bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, denn da gibt es wieder unsere längere Mini-Story. In der dann alle neuen Wörter vorkommen und im Kontext lebendig werden. So, aber jetzt legen wir los. Okay, unser erstes Wort, das beschreibt eine sehr, sehr starke positive Energie. Es ist ein Nomen, die Begeisterung. Begeisterung. Auf Englisch wäre das Enthusiasm. Genau. Ah, das ist ein tolles Wort. Ich habe hier einen Beispielsatz. Ihre Begeisterung für das Projekt ist groß. Man spürt da richtig, wie jemand für eine Sache brennt, oder? Ja, absolut. Es ist halt viel mehr als nur Interesse. Es ist diese ansteckende Freude, diese Energie, die einen antreibt. Man kann sich für ein Hobby begeistern, für eine Reise. Oder eben für die Arbeit. Das Gegenteil wäre dann vielleicht sowas wie Gleichgültigkeit. Das stimmt. Und wenn diese Begeisterung nicht nur so ein kurzer Moment ist, sondern, also wenn das Gefühl noch tiefer und stärker wird, dann sprechen wir von die Leidenschaft. Richtig. Auf Englisch Passion. Ein sehr starkes Wort. Mhm. Hier ist der Beispielsatz dazu. Musik ist seine absolute Leidenschaft. Das bedeutet, Musik ist für diese Person nicht nur ein Hobby, es ist ein zentraler, emotionaler Teil des Lebens. Eben. Etwas, ohne das man sich sein Leben kaum vorstellen kann. Man hört das oft im Zusammenhang mit Berufen, finde ich. Ja, Leute, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben, die sind dann oft auch besonders gut in dem, was sie tun. Weil es dieser innere Motor ist, der über das reine Geldverdienen hinausgeht. Genau. Aber zum Glück gehört ja nicht nur diese intensive, ernste Leidenschaft. Etwas ganz anderes ist auch wichtig, um das Leben vielleicht etwas leichter zu nehmen. Da denkst du an der Humor, oder? Genau. Der Humor. Auf Englisch Humor. Oh ja, extrem wichtig. Ein Leben ohne Humor wäre doch sehr anstrengend. Total. Der Beispielsatz ist, er hat einen sehr speziellen Humor. Das finde ich interessant. Warum? Weil es zeigt, dass Humor so unterschiedlich sein kann. Was eine Person total lustig findet, versteht eine andere vielleicht gar nicht. Das ist ein guter Punkt. Man spricht ja in Deutschland auch oft vom trockenen Humor, der sehr subtil ist. Aber die Fähigkeit, über sich selbst oder über schwere Situationen lachen zu können, Ist einfach Gold wert. Es nimmt den Dingen die Schwere. absolut. Und all diese Dinge, Begeisterung, Leidenschaft, Humor, das sind ja Teile von dem, was wir im Leben so erfahren. Und das bringt uns zu unserem ersten Verb. Erleben. Genau, auf Englisch to experience. Und die Perfektform ist, hat erlebt. Erleben ist mehr als nur sehen oder machen, finde ich. Es ist eine bewusste Wahrnehmung mit allen Sinnen und Gefühlen. Hier ein schöner Beispielsatz. Wir haben im Urlaub viel Schönes erlebt. Man meint damit ja nicht nur die Aktivitäten, sondern die ganzen Erinnerungen und Gefühle, die man mit nach Hause nimmt. Richtig. Man kann aber auch negative Dinge erleben. Das sollte man auch erwähnen. Stimmt. Zum Beispiel. Er hat eine schwere Zeit erlebt. Das Wort ist also neutral. Der Kontext macht die Bedeutung. Sehr wichtiger Punkt. Aber wenn man etwas Schönes erlebt, dann führt das oft zu einem Gefühl, nach dem wir eigentlich alle suchen. Und das passende Verb dafür ist reflexiv.
sich wohlfühlen. Ja, auf Englisch to feel comfortable. Und das Perfekt ist, hat sich wohlgefühlt. Ein so wichtiges Gefühl. Der Beispielsatz ist ganz einfach. Hier fühle ich mich richtig wohl. Das kann sich auf einen Ort beziehen, zum Beispiel das eigene Zuhause. Oder auf eine Gruppe von Freunden, eine bestimmte Atmosphäre. Es bedeutet, man ist entspannt, sicher und kann einfach man selbst sein. Und wenn man sich so richtig wohlfühlt, so glücklich und sicher ist, dann sieht man das einer Person oft auch an. Man sagt dann, sie beginnt zu strahlen. Genau, das Verb bedeutet auf Englisch to beam oder to shine und die Perfektform ist hat gestrahlt. Ich finde, das ist ein wunderschönes Wort. Die Sonne strahlt ja, aber ein Mensch kann das eben auch. Hier ist das Beispiel. Ihr Gesicht strahlte vor Freude. Das ist mehr als nur ein Lächeln. Absolut. Es ist so ein Leuchten, das quasi von innen kommt. Man sieht das Glück im ganzen Gesicht. Ein Ausdruck von reinem, unverfälschten Glück. Und dieses innere Leuchten, dieses Gefühl, dass alles passt, das führt uns zum nächsten Nomen. Die Harmonie. Auf Englisch Harmony. Harmonie beschreibt ja einen Zustand, in dem alles perfekt zusammenpasst. Ohne Konflikte, ohne Störungen. Das kann sich auf Musik beziehen oder auf Farben. Aber eben auch auf menschliche Beziehungen. Zum Beispiel, die Familie lebt in perfekter Harmonie. Das ist natürlich ein Idealzustand, aber es beschreibt dieses Gefühl von Frieden und Einklang sehr gut. Man kann auch sagen, ich suche nach mehr Harmonie in meinem Leben. Das bedeutet dann, man wünscht sich weniger Stress und mehr inneren Frieden. Und damit sind wir schon in der Mitte unserer heutigen Folge. Wenn euch unsere täglichen Lernfolgen gefallen, dann unterstützt uns doch gern mit einem Abo und einem Daumen nach oben. So verpasst ihr keine neue Episode und helft unserem Projekt wirklich sehr weiter. So, zurück zur Harmonie. Um diese Harmonie oder andere schöne Dinge im Leben überhaupt wahrnehmen zu können, muss man sie wertschätzen. Und da passt unser nächstes Verb perfekt. Schätzen. Genau. Auf Englisch bedeutet es hier to appreciate. Und das Perfekt ist hat geschätzt. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Schätzen kann ja auch to estimate bedeuten, oder? Stimmt. Zum Beispiel, ich schätze, das kostet 50 €, aber hier meinen wir die emotionale Bedeutung. Richtig. Wie im Beispielsatz. Ich schätze deine Hilfe sehr. Man erkennt damit den Wert von etwas an. Das muss ja nicht materiell sein. Man kann einen guten Freund schätzen, einen schönen Moment, die Stille. Es ist ein Akt der bewussten Anerkennung. Und wenn man etwas schätzt, ist man oft auch Dankbar. genau, ein ganz wichtiges Adjektiv. Auf Englisch grateful. Ja. Dankbarkeit ist laut vielen Psychologen einer der wichtigsten Schlüssel zur Zufriedenheit. Ein einfacher Satz dazu ist: Ich bin dir für alles sehr dankbar. Es ist das Gefühl, das entsteht, wenn man merkt, dass man etwas Gutes bekommen hat. Sei es Hilfe, ein nettes Wort oder einfach nur die Anwesenheit von jemandem. Man kann ja auch für Dinge dankbar sein, die man oft für selbstverständlich hält. Die eigene Gesundheit zum Beispiel. Absolut. Diese Haltung kann die Perspektive auf das Leben echt verändern. Okay, verlassen wir mal kurz die rein emotionalen Zustände. Kommen wir zu etwas, das mit Erfolg zu tun hat. Das Verb gelingen. Auf Englisch to succeed. Und hier muss man aufpassen. Worauf? Die Perfektform wird mit sein gebildet. Ist gelungen. Ah, stimmt. Wichtiger grammatikalischer Punkt. Und die Satzstruktur ist oft anders als im Englischen. Ja, man sagt nicht, ich habe den Plan gelungen. Das ist falsch. Sondern Wie hier im Beispielsatz. Der Plan ist uns wirklich gut gelungen. das Subjekt ist also oft die Sache, die gelingt. Nicht die Person, die etwas tut. Exakt. Es ist eine etwas unpersönlichere Konstruktion. Das Experiment ist gelungen. Oder, der Kuchen ist mir gut gelungen. Das zu üben ist eine typische B1-Aufgabe. Und wenn etwas so gut gelingt, dann darf man auf das Ergebnis auch stolz sein. Genau. Unser nächstes Adjektiv, auf Englisch proud. Ein positives Gefühl der Zufriedenheit mit der eigenen Leistung. Oder der Leistung von jemandem, der einem nahesteht. Zum Beispiel, er ist stolz auf seine guten Noten. Er hat dafür gelernt, das Ergebnis ist gut und er erkennt seine eigene Anstrengung an. Man kann auch stolz auf seine Kinder sein oder auf sein Team. Es ist wichtig, dieses Gefühl auch zuzulassen, finde ich. Es ist eine Form der Selbstanerkennung. Und hat nichts mit Arroganz zu tun. Richtig. So, kommen wir zu einem Gefühl, das fast jeder liebt. Der Moment, nachdem eine Sorge oder Anspannung wegfällt. Ah ja,
Das Adjektiv dafür ist erleichtert. Auf Englisch relieved. Ein fantastisches Gefühl, oder? Wenn eine Last von den Schultern fällt. Total. Ein perfektes Beispiel. Ich bin erleichtert, dass nichts passiert ist. Genau, man hatte vielleicht Angst vor einem Unfall oder einer schlechten Nachricht und wenn man dann erfährt, dass alles gut ist, Spürt man diese tiefe Erleichterung. Es ist wie ein tiefes Ausatmen nach langer Anspannung. und wenn man erleichtert ist, kann man oft auch wieder positiver in die Zukunft schauen. Man gewinnt. Zuversicht. Unser nächstes Nomen auf Englisch Confidence oder auch Optimismus. Zuversicht ist ein sehr starkes, hoffnungsvolles Wort. Es ist der feste Glaube daran, dass die Zukunft Gutes bringt. Selbst wenn die Gegenwart vielleicht schwierig ist. Der Beispielsatz ist schön. Sie blickt voller Zuversicht in das neue Jahr. Es ist mehr als nur Hoffnung, finde ich. Es ist ein aktives Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und ins Leben. Und das passende Adjektiv dazu ist, wenig überraschend, optimistisch. Auf Englisch optimistisch. Genau. Das beschreibt eine grundlegend positive Haltung zum Leben. Man kann zum Beispiel sagen, wir bleiben trotz allem optimistisch. Das heißt, auch wenn die Umstände schwierig sind, konzentrieren wir uns auf das Positive und glauben an eine gute Lösung. Der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer, der Optimist sagt, das Glas ist halb voll. Das fasst es perfekt zusammen. Und das bringt uns direkt zu unserem letzten Wort für heute. Das viele dieser positiven Zustände irgendwie vereint. Ja, wenn man dankbar ist, zuversichtlich und in Harmonie mit sich selbst, dann fühlt man sich oft ausgeglichen. Auf Englisch balanced oder even-tempered. Ein sehr erstrebenswerter Zustand. Absolut. Ausgeglichen sein bedeutet, man hat eine innere Ruhe, eine Balance. Man ist nicht extrem euphorisch, aber eben auch nicht traurig oder gestresst. Man ist in seiner Mitte. Das Beispiel passt gut. Seit sie Sport macht, wirkt sie viel ausgeglichener. Ja, das zeigt, man kann aktiv etwas für seine Ausgeglichenheit tun. Ob durch Sport, Meditation, Zeit in der Natur. Es ist ein Zustand der Stabilität. Und damit haben wir unsere 15 Wörter. Ein wunderbares Set, um über die positiven Seiten des Lebens zu sprechen. Finde ich auch. Und jetzt, wie versprochen, kommt unsere Mini-Story. Ihr hört alle 9 Wörter noch einmal im Kontext. Hört gut zu und versucht, die Wörter wiederzuerkennen. Die Geschichte heißt Ein Abend auf dem Balkon. Paul kommt nach einer sehr stressigen Arbeitswoche nach Hause. Er fühlt sich unruhig und kann einfach nicht abschalten. Seine Freundin Sophie merkt das sofort und bittet ihn, mit ihr auf den Balkon zu kommen. Zuerst ist Paul skeptisch, aber er geht mit. Die Luft ist warm. Sophie spricht mit ihrem typischen Humor über die kleinen Pannen des Tages und schafft schnell eine Atmosphäre der Harmonie. Sie erinnert Paul daran, dass ihm heute ein sehr wichtiges Projekt gelungen ist. Du kannst wirklich stolz darauf sein, sagt sie. Langsam beginnt Paul, den Moment zu schätzen. Er fängt an, sich auf dem gemütlichen Balkon richtig wohlzufühlen. Er spricht über seine Arbeit, für die er eine große Leidenschaft hat, die ihn aber manchmal einfach überfordert. Das Gespräch hilft ihm. Er ist dankbar für Sophies Unterstützung. Seine ganze Anspannung lässt nach und er ist unglaublich erleichtert, dass die anstrengende Woche endlich vorbei ist. Plötzlich spürt er eine neue Begeisterung für das bevorstehende Wochenende. Er fühlt sich jetzt viel ausgeglichener. Gemeinsam erleben sie den wunderschönen Sonnenuntergang. Pauls Gesicht, das eben noch so angespannt war, beginnt zu strahlen. Er lächelt Sophie an und sagt: »Danke, ich bin jetzt wieder optimistisch und blicke voller Zuversicht auf die nächste Woche.« Eine wirklich schöne kleine Geschichte. Sie zeigt, wie wichtig solche ruhigen Momente und Gespräche im Alltag sind. Absolut. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt gern eigene Sätze mit den neuen Wörtern unten in die Kommentare. Das hilft euch wirklich, die Wörter besser zu behalten und zu verinnerlichen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne den Kanal und klickt auf den Daumen nach oben. Eure Unterstützung hilft uns sehr, dieses Projekt weiterzuführen. Und morgen geht es schon weiter. Dann mit dem Thema Musik. Ein sehr lebendiges Thema, seid unbedingt wieder dabei. Tschüss und bis bald. Bis morgen.